Wäre das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Sie zu sagen, wir trennen uns jetzt von den Extremen in der Partei, um dann auch koalitionsfähig zu werden in der Zukunft? Vielleicht auch sich als Partei verändern. Warum wollen Sie nicht auch die Extremen mal nicht mehr sozusagen so einen großen Raum in Ihrer Partei geben? 3 Landesverbände gesichert rechtsextrem. Deswegen eben die Frage nach den Extremen. Kein Anspruch darauf, dass Ihre Kandidaten gewählt werden. Also würden Sie denn jetzt auch mal auf die anderen Parteien zugehen? Machen Sie das schon? Sie haben ja die Zölle von Donald Trump zunächst verteidigt. Heißt das, dass Ihnen der Schutz der amerikanischen Wirtschaft im Grunde genommen wichtiger ist als deutsche Arbeitsplätze? Hey Leute, willkommen in der Realität. Heute zeige ich euch, wie öffentlich-rechtlicher Journalismus aussieht, wenn die Realität keine Rolle mehr spielt. Eine Moderatorin, linientreu wie nie und unfassbar respektlos Herrn Kruppalla gegenüber. Haltet euch fest, das ist kaum zu ertragen. Auf geht's! Ja, wenn wir auf die Umfragewerte schauen, in unserer aktuellen NTV-Forsa-Umfrage steht Ihre Partei, die AfD, auf Platz 1 bei 26%, erstmals vor der Union. Wäre das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Sie zu sagen, wir trennen uns jetzt von den Extremen in der Partei, um dann auch koalitionsfähig zu werden in der Zukunft? Ja, zumindest sieht man erst mal eins, und das sehen die Bürger und auch die Wähler, dass die AfD mit ihrem Programm, aber auch mit ihren Wahlversprechen absolut recht hatte. Und das wird erstens honoriert. Und natürlich sind auch sehr viele unzufrieden, gerade was die Koalitionsgespräche und auch den Koalitionsvertrag angeht, weil eben fundamentale Wahlversprechen von Friedrich Merz gebrochen wurden. Und deswegen nochmal, eine Politikwende wird es nur mit der AfD gehen. Und von daher müssen wir uns nicht entschuldigen für gute Wahlumfragen und Wahlergebnisse. Also der Bürger sieht, dass wir in Zukunft auch regieren werden. Das sagen Sie, aber dafür brauchen Sie ja womöglich einen Partner. Deswegen nochmal die Frage, wie wollen Sie denn vielleicht auch sich als Partei verändern? Warum wollen Sie nicht auch die Extremen mal nicht mehr sozusagen so einen großen Raum in Ihrer Partei geben, damit die anderen eben auch sagen, okay, mit der AfD können wir uns vorstellen zu koalieren? Ich weiß jetzt nicht, welchen großen Raum Sie damit meinen. Ich meine, wir haben insgesamt auch mit unserem Wahlergebnis, mit unserer Kanzlerkandidatin Alice Weidel, ich denke, ganz klar gezeigt, wohin Deutschland mit der AfD gehen soll und gehen wird. Das heißt, erstens mal ein Wirtschaftswachstum, was wir anfordern, und natürlich auch eine Migrationswende, eine wirkliche Migrationswende, also auch eine Politikwechsel. Jetzt höre ich, dass die SPD und die CDU die AfD halbieren möchte. Diese Aussagen habe ich von Friedrich Merz schon vor 2 Jahren gehört, als er als CDU-Vorsitzender angetreten ist. Das Gegenteil ist passiert. Von daher müssen sich die anderen Parteien fragen, wenn sie wirklich, zum Beispiel die CDU, einen Politikwechsel in Deutschland wollen, mit welchen Partnern das möglich ist. Mit der SPD, die ja die CDU über den Tisch gezogen hat bei den Koalitionsgesprächen, wird es definitiv nicht gelingen. Und das sehen und erkennen immer mehr Wähler und Bürger. Muss man ja sagen, der Verfassungsschutz stuft Ihre Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall ein. 3 Landesverbände gesichert rechtsextrem. Deswegen eben die Frage nach den Extremen. Aber kommen wir zur aktuellen Diskussion. Da geht es ja darum, wie geht man mit der AfD im Bundestag um? Da wäre jetzt meine Frage, grundsätzlich ist es ja so, dass die stärkste Oppositionskraft, wären jetzt Sie, den Vorsitz vom Haushaltsausschuss bekommt. Normalerweise, da haben Sie auch schon den Anspruch erhoben, dass Sie den gerne haben möchten. Welche anderen Vorsitze von welchen Ausschüssen möchten Sie denn noch haben? Zumal muss man erstmal sagen, wir hatten den Haushaltsausschuss, auch den Vorsitz schon bereits 2017, haben das auch relativ geräuschlos und auch vernünftig durchgeführt mit Peter Böhringer als Vorsitzender. Und natürlich beanspruchen wir auch die Vorsitze anderer Ausschüsse. Das wird sich zeigen, welche dann am Ende auf uns zukommen. Das ist noch nicht entschieden. Fakt ist, der Haushaltsausschuss als größte Oppositionskraft oder beziehungsweise als zweitstärkste Kraft steht uns zu. Das ist auch ein Kontrollgremium, natürlich auch der Regierung. Und hier können die wirklichen, und die sich ja permanent als wahre Demokraten bezeichnen, zeigen, inwieweit sie Demokraten sind, indem sie die Geschäftsordnung des Bundestages respektieren und auch achten. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Bundestagsvizepräsidenten. Aber Sie wollen ja etwas im Grunde genommen, worauf Sie keinen Anspruch haben. Auch das Verfassungsgericht hat ja nochmal bestätigt, Ausschussvorsitzende, da hat die AfD keinen Anspruch darauf, dass ihre Kandidaten gewählt werden. Also würden Sie denn jetzt auch mal auf die anderen Parteien zugehen? Machen Sie das schon? Nun, wir haben ja Frau Klöckner und auch Herrn Spahn eingeladen, also auch sich gern mit unserer Fraktion an einen Tisch zu setzen. Diese Gespräche bieten wir an. Also von daher ist es jetzt auch natürlich auch auf die Fraktionen von unserer Seite her nicht bloß zuzugehen, sondern auch im Gegenzug zu erwarten, dass man diese Gespräche führt, wenn man einen ordentlichen parlamentarischen
Abfolge im Deutschen Bundestag haben möchte. Ich denke, das ist wichtig und das sollten auch die anderen Parteien beherzigen, denn das gehört zu einer Demokratie dazu und nicht diese Sandkastenspiele, wer bekommt welchen Raum, wie es ja aktuell auch mit dem Fraktionssaal, dieses Theater, dieses Kindergartenspiel mittlerweile stattfindet. Ich denke, das haben die Bürger satt. Wir wollen endlich Politik für Deutschland machen. Wir brauchen Veränderungen, wir brauchen eine Wirtschaftswende und die Zeit eilt. Lassen Sie uns jetzt aber auf die Außenpolitik schauen. Da sehen wir, Donald Trump sagt, er glaube, er habe einen Deal mit Russland. Aber für die Ukraine bedeutet das, das erwartet offenbar Trump, Gebietsabtretungen und vor allem die Abtretung der völkerrechtswidrig besetzten Krim. Wenn man jetzt diese Zugeständnisse macht, territoriale, ist das nicht eine Einladung an Putin, dass er dann in Zukunft damit weitermacht? Die Frage ist ja immer, was ist die Alternative? Die Alternative würde bedeuten, wir schicken weiter Waffen, wir schicken weiter Milliarden an Geld, es sterben weiter viele Soldaten, viele junge Menschen, die in den Krieg geschickt werden, die dort nicht hinwollen. Die Rekrutierung der ukrainischen Armee stockt, beziehungsweise viele desertieren, wollen nicht mehr weiterkämpfen. Also hier muss es doch endlich eine Lösung geben, eine Friedenslösung. Und ich finde es richtig, was Donald Trump macht. Versucht dort beide Seiten an einen Tisch zu bekommen und natürlich auch dort eine Friedenslösung, ähnlich im Übrigen wie die Minsk I und II Verträge mal aussahen. Und im Prinzip fußt vieles auf die Forderung von damals, dass man hier zu einer Lösung kommt. Ich denke, das ist wichtig und richtig. Die Europäer haben da eigentlich relativ wenig mitzureden. Es sei denn, wir wollen Taurus-Lieferungen an die Ukraine geben, was ja Friedrich Merz möchte, und wir beteiligen uns an diesem Krieg. Diese Frage muss man dann auch beantworten. Aber Donald Trump droht ja jetzt auch immer wieder, wenn jetzt nicht Ja gesagt wird zu einem Deal, wie er sich den vorstellt, dann könnte er auch aus diesen Verhandlungen wieder aussteigen. Sieht man daran nicht, dass Donald Trump eigentlich nur daran interessiert ist, jetzt möglichst schnell einen Deal zu präsentieren, damit er im Grunde gut dasteht? Nein, es geht darum, dass auch die amerikanische Bevölkerung, und das hat man ja auch im amerikanischen Wahlkampf gesehen, keine Lust mehr hat, für fremde Kriege zu bezahlen, Waffen zu liefern. Auch der amerikanische Steuerzahler ist ja dort mit Milliardenbeträgen dabei, ähnlich im Übrigen wie der deutsche Steuerzahler. Und das hat die Bevölkerung klar abgewählt. Und das Gleiche ist im Übrigen auch in Deutschland passiert, indem wir zum Beispiel unsere Umfragewerte in Wahlergebnisse verdoppelt haben und umgemünzt haben. Das ist ein ganz klarer Kurs für Frieden, für endgültige Verständigung, die es in der Ukraine braucht. Und von daher ist jeder Deal, egal wie er aussehen mag, ein besserer, als wenn weitere Menschen, die Soldaten auf russischer, auf ukrainischer Seite sterben. Ja, die Dealpolitik von Donald Trump, auch bei den Zöllen ein großes Thema. Jetzt wird erwartet ein Nullwachstum für Deutschland. Die Zölle spielen da auch eine große Rolle. Sie haben ja die Zölle von Donald Trump zunächst verteidigt. Heißt das, dass Ihnen der Schutz der amerikanischen Wirtschaft im Grunde genommen wichtiger ist als deutsche Arbeitsplätze? Also zunächst einmal habe ich nicht die Zölle verteidigt. Manchmal muss man Freihandel einschränken, um seine Wirtschaft zu schützen. Genau, und hier geht es darum, die Sichtweise von Donald Trump zu verstehen. Ich denke, das ist immer wichtig, dass man das Gegenüber auch in den Forderungen versteht. Donald Trump möchte seine eigene Wirtschaft schützen. Er möchte eine Reindustrialisierung in Amerika, das heißt, dass wieder wertschöpfend in Amerika produziert wird. Und man muss dazu sagen, bevor die Zolldiskussion begann, hat Europa wesentlich höhere Zölle auf amerikanische Produkte verlangt, zum Beispiel auf Aluminium, auf Autos, als umgekehrt die Amerikaner. Das ist jetzt natürlich auch von Donald Trump in die Wirtschaftsagenda eingeflossen und er möchte seine Wirtschaft schützen. Am Ende geht es darum, dass wir uns natürlich auch hier an einen Tisch setzen müssen, verhandeln müssen. Ich denke, dass Europa und Amerika sich einigen werden. Und das ist aber nicht der alleinige Grund im Übrigen. Wie erklären Sie das denn den deutschen Autobauern? Also 25% Autozölle, das kann ja weitere Jobs in der Autobranche, in der so wichtigen deutschen Autoindustrie kosten. Wie erklären Sie das den deutschen Autobauern? Nee, natürlich kostet das, wenn diese Zölle bestehen bleiben, kostet das Jobs in Deutschland, keine Frage. Deshalb heißt es auch hier, wir müssen natürlich verhandeln, dass diese Zölle wieder nach unten gesenkt werden, dass es dort Freihandel gibt. Das hat auch Donald Trump ja jetzt angekündigt, dass er das mit Europa auch tun will. Das freut mich. Aber wir müssen mal eins sagen, der Hauptgrund unserer Deindustrialisierung sind die hohen Energiepreise. Und da gibt es bislang keine Antworten. Weder der Wiedereinstieg in die Kernenergie, weder die Öffnung von Nord Stream, wo wir günstige Energie für unsere Autobauer, weil es auch ein großer Grund ist, haben werden, aber auch für unsere mittelständische Industrie und für unsere Handwerker. Sagt Tino Kruppalla, der AfD-Co-Vorsitzende. Danke für den Frühstart heute Morgen. Tja, Leute, was wir hier gerade gesehen haben, war mal wieder eine Sternstunde des sogenannten Journalismus. Oder besser gesagt, eine peinliche Vorstellung im Dienste der Regierung. Keine einzige kritische Nachfrage. Keine einzige Nachfrage für die Bürger da draußen, die sich jeden Tag fragen, wie sie den Irrsinn da oben eigentlich noch ertragen sollen. Stattdessen ein gemütliches Durchwinken der Regierungsparolen, als wären wir in Nordkorea auf Betriebsausflug. Und dann sitzt da Tino Kruppalla und muss sich diesen ganzen linientreuen Unsinn anhören. Ruhig, sachlich, souverän
während er genau weiß, dass hier längst kein faires Gespräch mehr geführt wird, sondern nur noch Framing betrieben wird. Ganz ehrlich, andere hätten bei so einer Moderatorin längst den Tisch umgedreht. Aber Kupala bleibt cool, lässt sich nicht provozieren und zeigt damit mehr Klasse, als die ganze Truppe je zusammenkratzen könnte. Was für eine Farce. Statt neutraler Fragen nur noch plumpe Angriffe. Und wehe, jemand antwortet nicht im gewünschten Narrativ. Dann wird halt nochmal nachgetreten. Leute, das ist kein Journalismus mehr. Das ist Schützenhilfe für eine Regierung, die ihre eigenen Widersprüche nicht mehr erklären kann. Und genau deshalb braucht es Kanäle wie diesen hier, weil wir hinschauen, weil wir Klartext drehen und weil wir uns nicht verarschen lassen. Wenn ihr auch findet, dass Tino Kruppalla hier wieder einmal bewiesen hat, wie man trotz unfairer Behandlung Haltung zeigt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt das Video. Echten Journalismus gibt's anscheinend nur noch außerhalb der Talkshows. Aber hier bei uns. Danke euch.